Ein Haus aus Licht und Schatten. Schloss Halbturn. Zwischen dem Neusiedlersee und der ungarischen Grenze gelegen, ist es das bedeutendste Barockgebäude Burgenlands. Als hochmodernes Jagdschloss der Habsburger und kaiserliches Gestüt bescherte es in Glanzzeiten seinen Besitzern große Freude. Maria Theresia verbrachte hier herrliche Jugendjahre. Lange Zeit diente das Schloss als Geburtsort der Lipizzaner und die umgebenden Ländereien bescherten wunderbare Weinernten. Aber es gab auch dramatische Wendungen: Pfändung, Brände, Plünderung, Zerstörung, Belagerung, Enteignung und familiäre Schicksale unter den verschiedenen Bewohnern. Die Kinderlosigkeit gleich mehrerer Habsburger wirkte sich auf die Erbfolge aus. Genau hier flog auch die heimliche Liebe des Thronfolgers Franz Ferdinand zu seiner nicht standesgemäßen Geliebten und späteren Ehefrau Sophie auf. Heute ist das Schloss wieder intakt. Seine Bewirtschaftung bringt begehrte Arbeitsplätze und es ist belebt wie nie zuvor. Baronin Marie-Therese Waldbott, langjährige Bewohnerin auf Halbturn, ist als Kulturmanagerin des Schlosses tätig. Das Grafenpaar Markus und Philippa Königsegg leitet als die derzeitigen Besitzer den Betrieb. »70 Kilometer entfernt vom Wiener Hof und der Stadt mit ihren prächtigen Palais liegt das elegante Schloss Halbturn. Ein bisschen versteckt, nahe dem Neusiedlersee und eingebettet in weitläufige Naturflächen in der Pannonischen Ebene, befindet es sich auf ehemals ungarischem Boden. Dieser Einfluss ist bis heute sichtbar und wird auch gepflegt. Das Anwesen von Halbturn mit seinem prachtvollen Barockschloss diente den Habsburgern seit jeher als Wohnsitz und bevorzugtes Jagdgebiet. Es ist eigentlich eine absolute Ausnahme, dass dieses schöne Schloss seit 300 Jahren belebt wurde, also wirklich bewohnt wurde und auch heute noch sich im Besitz der Nachfahren der Familie befindet. Die berühmteste Bewohnerin auf Schloss Halbturn war Kaiserin Maria Theresia. Sie verbrachte glückliche und unbeschwerte Tage ihrer Kindheit im Schloss Halbturn. Ihr ganzes Leben lang symbolisierte das Schloss für sie den Ort, wo auch eine Monarchin Ruhe und Rückzug finden und sich der Jagd widmen konnte. So wie es ihr Vater Kaiser Karl VI. Vorgelebt hatte. Denn auch er nützte, so oft es nur möglich war, die jagdlichen Ausflüge nach Halbturn, um den anstrengenden Repräsentationspflichten des Hofes zu entkommen. Halbturn war somit ein Ort der Freude. Die vielseitig interessierte junge Maria Theresia genoss Ausflüge in die Natur, um dem lieben Gott für die Vielfalt der Kreatur zu danken. Mit viel Respekt vor allem, was kreucht und fleucht. Die Jagdleidenschaft der Habsburger, die in manchen Fällen nahezu manische Züge annahm, ist Legende. Alles, was sich regt, der Jagdmann gern hegt. Versteht er sein Handwerk gut, ist auch das Mahl danach voll frohem Mut. Bis heute gilt die Jagd als standesgemäße Tätigkeit des Adels. Für die Habsburger war sie sowohl eine gesellschaftliche Freude, als auch die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung in der freien Natur. Der Jugend bot sie die erste Möglichkeit, den verantwortungsvollen Umgang mit einer Waffe zu erlernen. Unter der Regentschaft von Kaiser Karl VI. Erlebte die Jagdkultur eine wirkliche Hochblüte und Schloss Halbturn begründete schon damals seinen besonderen Stellenwert. Es war ein offenes Geheimnis, dass sich der gesamte habsburgische Terminkalender und alle anderen Festivitäten des Hofes den Jagdterminen des Kaisers unterordnen mussten. Jagdgesellschaften bringen natürlich viele Hausgäste an den Tisch. Und nachdem Maria Theresia selber sehr gerne gut gegessen hat, durften sich auch ihre Besucher über üppige Mahlzeiten freuen. Auf Diät war niemand, die Körperfülle galt als Statussymbol. Dünne Menschen waren sogenannte Hungerleider, von denen man sich optisch abgrenzen wollte. So gab es natürlich mehrgängige Menüs, gekrönt von besonderen Desserts.
Die Schomlauer Nockerl, eine ungarische Spezialität aus Biskuit, Nüssen, Schokoladesauce und Schlagobers, waren damals schon sehr beliebt und sind auch heute noch auf der Speisekarte vieler Restaurants im Burgenland zu finden. 16 Kinder hat Maria Theresia zwischen ihrem 20. und 39. Lebensjahr geboren. Und für die Erholung nach den Geburten war ein ruhiger Ort wie Schloss Halbturn mit seinem schattigen Garten ideal. Heute ist der Park, obwohl im Privateigentum, für jedermann geöffnet und eines der wichtigsten Erholungsgebiete des Lebensraumes. Das Haus hinter mir hat ursprünglich der untere Hof geheißen. Das war immer schon die Zentrale der Landwirtschaft und ein Gästehaus für die großen Jagdgesellschaften. Es hat auch immer wieder gebrannt und Erzherzog Friedrich, der ja sehr innovativ war, hat das zum Anlass genommen, das Haus komplett neu einzudecken. Früher hat es Schilf gegeben, er hat erstmalig rote Ziegeln verwendet und seither heißt dieser Hof der Rote Hof. Der Rote Hof war 1958 das erste provisorische Heim des Ehepaares Paul, genannt Balli, und Marie-Therese Waldbott. Sie teilten sich das Areal mit ungarischen Flüchtlingen und übernahmen die Anlage in einem katastrophalen Zustand, vom Krieg zerstört und geplündert. Aber es war die Wende zu neuem Leben im Schloss. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal bewusst hier nach Halbturn gekommen bist? Natürlich. Das war ja eine sehr dramatische Zeit, nicht? War ja der Ungarnaufstand. Und ich habe auf einen von den Meierhöfen gearbeitet für die Malteser. Das aber immer in der Nacht, weil die Flüchtlinge sind ja immer nur in der Nacht gekommen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von einem Schloss, weil ich so müde war in der Früh, dass ich einfach schlafen gegangen bin. Und am letzten Tag hat mich dann wer war das? Der Balli war es natürlich. Hat mir dann einmal diese Ruine gezeigt. Und das war ja furchtbar. Kein Dach, leere Fensterhöhlen und sonst nichts. Und wie hast du den Onkel Balli kennengelernt? Und der Balli ist immer in der Nacht gekommen, nachschauen, ob wir alles haben, ob wir zu trinken haben, zu essen, ob die Suppe heiß ist und so. Und da ist die Freundschaft, eigentlich war das er hat uns eine gewisse Sicherheit gegeben, weil wir waren nur 3 Frauen, die das gemacht haben. Da haben wir uns angefreundet und dann war es halt. Jetzt gefunkt. Ja. Sehr gut. Hat man sich damals nicht auch ein bisschen die Frage gestellt, sollen wir das überhaupt wieder herrichten? Das war's, weil der Balli war der war ein ungarischer Leutnant, hat keine Ahnung gehabt, weder von Kunst noch von Landwirtschaft. Und natürlich, eine Weile hat es geheißen, es wird verkauft. Und dann haben wir aber einen sehr, sehr netten vom Denkmalamt gehabt. Der hat sich verliebt in das Schloss, weil Maulbeerfreske, Hildebrand. Nicht? Und das gibt es ja nicht so oft. Das hat man dann entschlossen, das hat durchgesetzt beim Bund und beim Land, weil der Balli hat gesagt, ich kann nicht. Ich kann nicht, weil ich habe selber kein Geld eigentlich und ich kann unmöglich ein Schloss aufbauen. Und was mache ich mit einem Schloss? Und dann hat der Bund und das Land hat das gezahlt und dann haben wir es eigentlich als Museum genützt. Man hat dann begonnen mit Ausstellungen im Schloss. Das Land. Was waren das für Art Ausstellungen? Prachtvolle Ausstellungen. Die erste war eine Maulbeertsch-Ausstellung, die war prachtvoll. Da sind sehr wenig Leute gekommen, warum weiß ich nicht. Im Jahr 2000 stellte das Land überraschend den Ausstellungsbetrieb ein. Marie-Therese Waldbott, die mit ihrem Kulturverein bereits diverse andere Aktivitäten organisierte, übernahm diese Aufgabe kurzerhand dazu und führte die sogenannte Jahresausstellung auf Schloss Halbturn fort. Für deinen Mann diese riesige Aufgabe, Halbturn, das eigentlich nicht existiert hat, wieder aufzubauen, war ein Lebenswerk. Naja, war ja schimmerlos.
Er war ja bei der Spanischen Legion, jetzt muss ich nachdenken. Und da hat er ein Telegramm gekriegt vom Draxler, von dem berühmten Anwalt. Sie sind Universalerbe von Halbturn. Das hat er gar nicht gewusst. Nein, Hat er sich kurz überlegt, ob er das überhaupt annehmen soll? eigentlich nicht, glaube ich. Nein. Ich meine, er war ein kleiner ungarischer Leutnant. Und er war irrsinnig gern beim Militär und am liebsten wäre er ein alter General geworden mit einer Zeitung. Und da war natürlich nichts. Wir haben wahnsinnig viele Beamte gehabt. Jeder Einzelne hat gestohlen. Und das zu bemerken und die dann rauszuschmeißen. Und das war alles nicht so einfach. Die ersten 10 Jahre waren schrecklich. Okay. Das Dann heißt, ist die Verwandtschaft gekommen, auch von dir, und haben sich erkundigt, von was wir leben und wie wir leben. Und ich habe eine sehr militante Köchin gehabt, die hat diese Leute immer rausgeschmissen. Die hat gesagt, was haben Sie eigentlich hier zu suchen? Herrschaften sind weg, waren wir gar nichts. aber eine sehr gute Methode. Ja. So hat sich das abgespielt. Ja. Der Name Halbturn leitet sich wahrscheinlich vom 3. Hof, in dem wir uns gerade befinden, ab. Wenn man sich den Grundriss anschaut, der erinnert so ein bisschen an einen halben Turm. Und man hat das dann umgangssprachlich ein bisschen verballhornt und so heißt Halbturn eben Halbturn. Die Gebäude, die wir hier sehen, werden heute noch genutzt, sind wunderbar hergerichtet. Früher haben sich hier überall Pferde befunden. Man hat ja eine Unmenge an Pferden gebraucht für Wien, für die Stallungen, für den Krieg, für den Hofstaat, für die Kutschen. Und die Pferde wurden dann hierher gebracht, um sich zu erholen. Also das war so ein bisschen auch ein Erholungsheim für Pferde. Kaiserliche Gestüte waren zu dieser Zeit Kladrup, Lipizza und Halbturn. Kaiser Karl VI. Legte großen Wert auf das kaiserliche Gestüt in Halbturn und ließ es deshalb nach zwischenzeitlicher Schließung wieder aufleben. In Halbturn wurden Lipizzaner gezüchtet und sie verbrachten hier ihre erste Lebenszeit. Es war sozusagen ihre Kinderstube. Waren die Tiere alt genug, traten sie ihre Reise nach Lipizza an, ein karges Land, und dort wurden sie zu großer Ausdauer und Härte erzogen. Nach diesem Drill waren sie für den Reitdienst am Wiener Hof bestens gerüstet und konnten ihre offiziellen Dienste antreten. Du hast immer gehabt ein ganz großes Faible für Pferde. Ja, habe ich immer noch. Wie ist das gekommen? Die Landschaft schreit ja nach Pferden. Und der Seewinkel hat eigentlich die K&K-Armee mit Pferden versorgt. Weil die haben diese burgenländische Rasse, das war ein Halbblut, sehr schön, auch ein bisschen schwierig, weil nicht wahnsinnig lebhaft. Und da haben wir gegründet, sogenannten Reitverein. Die Bauern haben sich dann gemeldet, die Pferde gehabt haben. Und dann haben wir Turniere gemacht. Das war sehr lustig. Auch wenn im Schloss selbst keine Pferde mehr gezüchtet werden, einmal im Jahr wird Halbturn zum Tanzparkett für Lipizzaner. Die beliebten Pferdeshows zeigen Reitkunst, Kutschen und edelste Tiere. Eine Erinnerung an den früheren Verwendungszweck des Schlosses als kaiserliches Gestüt. Habt ihr jetzt noch Pferde hier? Ich weine, wenn man darüber redet. Also dann werden wir das nicht weiter ausbreiten. Das ist schrecklich. Seit 1764 ist Halbturn im Besitz der Habsburger gewesen. Und wenn man sich so die Liste der Hausherren durchschaut, da sind schon viele, viele Persönlichkeiten dabei. Kaiser Karl VI. Zum Beispiel, der seine Pferde hier gehabt hat und gejagt hat. Maria Theresia. Dann kurzzeitig der Sohn von Maria Theresia, aber nicht sehr lange. Maria Theresia hat ihrem Sohn nämlich das Krongut Deutsch-Altenburg einfach weggenommen und hat es ihrer Lieblingstochter Mimi
gegeben. Mimi, Erzherzogin Marie Christine, war sehr hübsch, sehr lebenslustig und konnte, sagt man so, die Mutter ein bisschen um den Finger wickeln. Das ging sogar so weit, dass sie eine der ganz wenigen Habsburgerinnen ihrer Zeit und auch später war, die heiraten durfte, wen sie wollte. Ihre Wahl fiel auf Erzherzog Albert von Sachsen-Teschen, in den sie sich verliebt hatte. Und Schloss Halbturn war das Hochzeitsgeschenk ihrer Mutter Maria Theresia. Mimi selbst war eine sehr begabte Malerin, die sich und ihre Familie meisterhaft porträtierte. Mit ihrem Gatten verband sie der Sinn für Kunst. Als bedeutender Sammler und Mäzen wurde Erzherzog Albert der Gründer der weltberühmten Albertina in Wien. Es war eine glückliche Ehe. Nach der schwierigen Geburt der ersten Tochter, die tags darauf starb, konnte Mimi keine Kinder mehr bekommen. So adoptierte das Ehepaar mangels eines Erben seinen Neffen, Erzherzog Karl, das viertgeborene Kind von Kaiser Leopold II. Der Kaiser hätte seinen Buben wegen dessen Epilepsie für den geistlichen Stand vorgesehen. Aber Karl sollte es durch seine Begabung für das Militär und durch sein reiches Erbe zu einem beachtlichen Lebenslauf bringen. Er wurde nach der Schlacht bei Aspern als erster Besieger der napoleonischen Truppen gefeiert. Mit Mimis Erbe fielen Karl 1822 auch das Schloss Halbturn und die dazugehörigen Ländereien zu. Und so reiht er sich in die Besitzfolge dieses Herrenhauses ein. Reich und berühmt ehelichte er eine junge und schöne Prinzessin aus Deutschland, Henriette, und bekam mit ihr 7 Kinder. Als evangelisch Getaufte, bei Hofe ein mittlerer Skandal, brachte Henriette übrigens den Brauch des geschmückten Christbaumes zu den Habsburgern und nach Halbturn. Der erstgeborene Sohn von Karl und Henriette, Erzherzog Albrecht, war ab 1847 der nächste Schlossherr auf Halbturn. Unter ihm dienten hervorragend ausgebildete Leute in der Landwirtschaft. Und so entwickelten sich die Besitzungen zu Musterbetrieben in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Technisch am letzten Stand und fortschrittlich geleitet, ging der Besitz 1895 an den nächsten Herrn über. Mangels eines leiblichen Erben war auch dies ein adoptierter Neffe. Erzherzog Friedrich, ebenfalls ein Armeeführer, wurde Herr auf Schloss Halbturn. Mit dessen Gattin Isabella kam Leben in das Schloss. Da sie gerne fotografierte, existieren sogar private Aufnahmen aus dieser Zeit. Nicht nur wegen der 9 Kinder des Paares wurde es nun turbulent auf Halbturn, auch wegen der Geselligkeit der Hausherrin. Sie richtete das Schloss mit prächtigen Möbeln fürstlich ein, gab sehr elegante Empfänge für die allerhöchsten Kreise, darunter Kaiser Franz Josef, und wurde dafür geschätzt und bewundert. Die ersten 8 Kinder Isabellas waren Mädchen und wurden, wie bei den Habsburgern üblich, in der Erbfolge nicht berücksichtigt. Das 9. Kind, der langersehnte Sohn, stand als einziger Stammhalter natürlich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und im Jahr 1936 wurde er der nächste Schlossherr auf Halbturn. Man sollte aber nicht vergessen, dass das Schloss nicht immer so schön wie heute ausgesehen hat. Wenn die Mauern sprechen könnten, da wäre einiges zu erzählen, zum Beispiel von den vielen verheerenden Bränden, die hier gewütet haben. Es war bereits die Ära des Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg stand bevor. Von fröhlichen Jagden und vornehmen Gesellschaften war keine Rede mehr. Albrecht II. War politisch in Ungarn engagiert und nutzte das Schloss Halbturn nur als Möbellager. Nur wenige Jahre später, im August 1949, wütete unter der russischen Besatzung ein verheerender Brand im Hauptschloss. Alles Interieur, das noch nicht geplündert war, Isabellas prächtige Salons und Ausstattung, verfiel zu Schutt und Asche. Es konnte nur mehr der Hauptsaal gerettet werden. Die beiden Flügelteile brannten bis auf die nackten Mauern ab. Der Hausherr Erzherzog Albrecht, zuvor wegen seiner Nähe zum Nationalsozialismus im Visier der Russen, befand sich zu der Zeit bereits im Exil in Argentinien. Wie durch ein Wunder blieb das Wertvollste des Schlosses erhalten: das prächtige Deckenfresko. Wir stehen hier im berühmten Maulbertsch-Saal und das war
eigentlich der einzige Raum, der nach dem Großbrand hier wieder naturgetreu restauriert werden konnte. Maulbertsch war sehr stolz, dass er den Auftrag von Maria Theresia bekommen hat. Es hat ihm auch sehr geholfen. Er ist mit diesem Fresko noch berühmter geworden. Er war ja eine ganz nicht unumstrittene Persönlichkeit. Er hat außerdem so einen Pinselstrich, einen lockeren gehabt. Den hat nicht jeder Auftraggeber gerne gehabt. Das war vielleicht ein bisschen zu modern, aber schon sein Vater, auch ein berühmter Maler, hat gesagt, wer zahlt, der bestimmt, und daran hat er sich gehalten. Dieses Fresko hier war übrigens eine durchaus teure Angelegenheit. 1200 Gulden hat dieses Fresko gekostet. Man muss sich vorstellen, das waren so 100.000 € damals. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Knecht damals 22 Gulden am Tag verdient hat, kann man sich vorstellen, was das für eine unglaubliche Summe war. Der Maulbertsch Franzi hat an der Akademie in Wien studiert. Seine ungestüme, eigenwillige Art hat ihm zeitlebens zu schaffen gemacht und stand der Karriere oftmals im Weg. Trotzdem hielt er stets an seiner revolutionären Malweise fest. Selbst von wohlwollenden Kennern wurde dem eigensinnigen Meister keine Professur zugestanden und er wurde als allzu kühner Geist abgewiesen. Bis zu diesem Auftrag im Schloss Halbturn. Erzählt wird die Geschichte des Gottes Apoll, der Gott des Lichtes und des Frühlings, siegreich in seinem Streitwagen. Zu seinem berühmten Deckenfresko hat Franz Anton Maulbertsch selbst geschrieben: So um die 30 habe ich werden müssen, dass ich begriffen habe, was ein Fresko ist. Jetzt weiß ich es. Hildebrand hat das Schloss hingestellt wie aus Licht und Schatten gebaut und ich habe ihm dann lauter fliegende Frauen hingepinselt und einen alten Tod mit einer Sense, aber mit Flügeln. Und siehe da, nach der Fertigstellung dieses Werkes wurde der allzu kühne Geist Maulbertsch zum Rat der Akademie ernannt. Schloss Halbturn war nicht nur ein ganz modernes Sommerschloss, sondern es musste auch den vielen Ansprüchen des Erbauers genügen. Es war also ein Jagdschloss, eine Sommerresidenz, ein Gutshof, Geburtsstätte der Lipizzaner und Schloss für Gäste und Freunde. Und das ist es geblieben. Das prachtvolle Barockschloss ist von April bis Oktober für Besucher geöffnet. Die Schlossherrschaft und ihre Gäste. Gemeinschaftlich wird das Anwesen genutzt und gemeinschaftlich wird es auch erhalten. Hotel und Restaurant, das Museum und die Veranstaltungen ermöglichen es den heutigen Besitzern, das Barockschloss instand zu halten. Die Krone, die nahezu alle Hausherren Halbturns getragen haben, und das Schwert, ein Symbol für Gerechtigkeit, die haben hier große Bedeutung. Es ist so ein bisschen Würde und Bürde, so ein Haus zu führen. Auf der einen Seite die beiden einköpfigen Adler, dahinter der berühmte Doppeladler. Das findet man eigentlich sehr, sehr selten. Ich habe das fast noch nie auf einem Haus gesehen. Aristoteles hat ja angenommen, dass der Adler bis zur Sonne fliegen kann. Übrigens ein kleiner Irrtum. Trotzdem gilt dieser schöne Vogel als Symbol für Kraft und Stärke. Hat er sehr gut gesehen, eine unglaubliche Ausdauer beim Fliegen. Und ich muss sagen, wenn man hier steht, bewacht von zwei einköpfigen Adlern und einem Doppeladler, da kann einem wirklich nichts passieren. Der einköpfige Adler als Herrschaftssymbol ist seit dem 12. Jahrhundert in Verwendung. Analog zeigt die Zweiköpfigkeit ein duales Prinzip der Herrschaft, insbesondere Kaiser und König, da der deutsch-römische Kaiser erst nach einer zweiten, sakralen Krönung vom König zum Kaiser wurde. So wird die herausgehobene Position gegenüber dem einfachen Adler unterstrichen. Ja, in vielen barocken Schlössern konnte man direkt vom Inneren hinausgehen, die Natur genießen. Man hat sich so ein bisschen die Natur auch ins Haus geholt und konnte natürlich auch drinnen stehen und beobachten, was sich da draußen in den Gärten abgespielt hat. Mitunter auch einige Liebesgeschichten. Hier Halbturn ist ja ganz berühmt.
Der Tennisplatz da hinten war Schauplatz einer großen Geschichte, wenn man so will. Der Thronfolger Franz Ferdinand ist ja sehr, sehr oft nach Halbturn auf Besuch gekommen. Man hat sich natürlich gefragt, warum kommt er so oft? Die Erzherzogin Isabella, die Hausherrin, hat sich gedacht, das ist sicher wegen einer ihrer vielen Töchter, auf die der Thronfolger vielleicht schon ein Auge geworfen hat und war natürlich hoch erfreut, dass er so oft gekommen ist. Er war wieder mal da, Tennis spielen, hat seine Uhr vergessen. Sie hat das gesehen, ist hingeeilt, hat die Uhr genommen. Man wusste, in diesen Uhren waren dann oft so kleine Medaillons versteckt. Sie hat die Uhr aufgemacht, hat erwartet, es gibt ein Bild ihrer Tochter. Weit gefehlt. Es war das Bild, das Konterfei von Sophie Kottek drinnen, Gräfin Sophie Kottek, die als Hausdame hier angestellt war. In die hat sich der Thronfolger Franz Ferdinand verliebt und der Skandal war perfekt. Die vermögenslose böhmische Gräfin galt bei Hof als nicht standesgemäß für den Thronfolger. Als Franz Ferdinand vom Kaiser zur Rede gestellt wurde, war dieser absolut nicht bereit, von seiner Liebe zu lassen. Er hat sich sogar erlaubt, schriftlich für sie einzutreten. Es ist merkwürdig, was für unglaubliche Begriffe in unseren höheren Gesellschaftsklassen herrschen und wie die Stimme des Herzens so gar nicht berücksichtigt wird. Lieber opfert man auf dem Altare der antiquierten und lächerlichen Konvenienz zahlreiche gebrochene Herzen und vernichtet Existenzen, als dass man dem Herzen freien Lauf lässt und glückliche Menschen schafft. Der Kaiser ließ sich erweichen und aus Sophie und Franz Ferdinand wurde ein überaus glückliches Ehepaar. Bis heute sind es Paare in stabilen Ehen, die gemeinsam Schloss Halbturn pflegen, erhalten und an die nächste Generation weitergeben. Nachdem mit Palli und Marie-Therese Waldbott bereits die 4. Schlossherrschaft kinderlos blieb, adoptierten die beiden nach Vorbild ihrer Ahnen ihren Neffen, um den Besitz übergeben zu können. Somit sind Markus Graf zu Königsegg-Aulendorf und seine Frau Philippa, eine geborene Gräfin Waldburg-Zeil und Nachfahrin von Kaiser Franz Josef, heute die Besitzer und Bewirtschafter des Schlosses. Wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre, deswegen sind wir natürlich per Du. Du hast diesen Betrieb vor 15, 20 Jahren übernommen. Wenn man sich so ein bisschen vorstellt, wie hat das damals hier ausgeschaut? Es war eigentlich schon ganz gut in Schuss und wir haben halt dann angefangen, die ganzen Fassaden und Fenster neu zu machen. Es ist ja leider jedes Jahr immer irgendwas zu tun und wenn man nicht jedes Jahr am Ball bleibt, überkommt es einen und dann ist es gar nicht mehr machbar. Aber wie gesagt, es war an für sich in ganz gutem Schuss, aber wir haben das noch verfeinert jetzt in der letzten Zeit. Das ist natürlich auch immer ein Problem. Man fängt vorne beim Haus an, macht irgendwas fertig und hinten geht schon wieder los. Das ist ein Spiel, das nicht aufhört. Dann ist einmal das Dach und einmal die Fenster und die Farben. Und es ist halt damals wusste man nicht, was man einem antut mit solchen schönen Bauten. Die sind ja sehr schön, aber für die Erhaltung natürlich nicht das Ideale. Trotz des fruchtbaren Bodens und des milden Klimas war das Burgenland zur Zeit der Erbauung von Schloss Halbturn wenig besiedelt. Deshalb schuf Kaiser Leopold I. nur ein Jahr nach der zweiten Türkenbelagerung 1684 mit dem Codex Austriacus eine gänzlich neue Möglichkeit für alle Handwerker. Wir, Leopoldus, entbieten allen und jedem, insbesondere aber denjenigen Handwerksleuten, die zur Errichtung von Gebäuden gehörig und notwendig sind, unsere Gnad. Seien sie Meister oder Gesellen, kommen woher sie wollen, sie können ungehindert arbeiten. Das Krongut Ungarisch Altenburg, wie die Gegend hieß, wurde durch diese Veränderung unter der Regentschaft Leopolds I., der Großvater von Maria Theresia war, besonders wichtig. Die Herrschaft über die Region hatte Alois Thomas Graf Harrach. Harrach war ein bedeutender Bauherr und hat für die Realisierung von Halbturn seinen Lieblingsarchitekten Johann Lucas von Hildebrandt engagiert. Dieser war damals eine Art Superstar der Architektur. Für Graf Harrach hatte Hildebrandt schon das Palais Harrach in der Wiener Innenstadt und Schloss Bruck in Bruck an der Leitha realisiert. Seinen Ruhm begründeten Bauwerke wie die Wiener Peterskirche oder das Lustschloss Belvedere. Wie eine Signatur verwendete Hildebrandt an den Fassaden seiner Bauwerke ein immer wiederkehrendes Ornament, die sogenannte Nabelscheibe. Diese subtile Arbeit an der Eigenmarke hatte seinen Grund. Als Architekt des einflussreichen Hochadels
war Hildebrand oft der Gegenspieler von Johann Bernhard Fischer von Erlach, seines Zeichens erster Hofbaumeister und der Familie Habsburg verpflichtet. (1701) erhält Lukas von Hildebrand, der junge Architekt, der übrigens zugleich auch Ingenieur und Baumeister war, den ungemein ehrenvollen Auftrag, ein Schloss in der Haid zu erbauen. Es soll ein ganz moderner Repräsentationsbau werden, ein Haus aus Licht und Schatten, und er hat immerhin 10 Jahre lang gebraucht, um die ersten Pläne zu verwirklichen. Heute würde man sich wohl kaum mehr einen Zweitwohnsitz in dieser Dimension errichten lassen. Ihr wohnt im Schloss oder? Nein, dieses Schloss ist absolut ganz öffentlich zugänglich, und da haben wir das Museum drin und Hotel, Restaurant, das Weingut und eine Winothek und ein Geschäft, also es ist ganz kommerziell. Ich habe in einem sehr schlauen Buch gelesen, dass es schon seit Karl VI., also dem Vater von Maria Theresia, hier Hauskonzerte, Schlosskonzerte gegeben hat. Genau. Das wird auch weiter gespielt? Die Tradition ist bis heute. Also im alten Wohnsalon von Kaiserin Maria Theresia werden Konzerte abgehalten, die Halbturner Schlosskonzerte. Und die gibt es jetzt seit 45 Jahren. Wir haben heuer eine große Jubiläumssaison und auch noch 30 Jahre künstlerische Leitung von unserem künstlerischen Leiter Robert Lehrbaumer. Und wir haben ein tolles Programm. Und welche Art von Musik kriege ich zu hören? Ist es modern, klassisch, ganz durchgemischt? Also es ist klassische Musik, aber eben wie gesagt, es gibt Soloabende, Orchesterkonzert, dann auch manchmal Jazzabende. Also ein Abend ist immer auch dem Jazz oder Swing zugeschrieben, damit wir auch ein bisschen das jüngere Publikum locken. Das ist der Markus, mir hat das lieber. Da ja. ist er, ja. Genau. Der Grundstein für den Weinbau in Halbturn wurde bereits 1214 mit dem Anbaugebiet Jois-Jungenburg gelegt. Da sich diese Flächen in einer der besten Lagen Burgenlands befinden und der Betrieb in den letzten Jahren komplett modernisiert wurde, kommen von hier Spitzenweine. Man hat ja früher viel mehr Wein getrunken. Man hat immer gedacht, Wasser ist unrein und Wein ist besser. Hat die Maria Theresia viel Wein getrunken? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, also ich muss sagen, ich habe auch lieber Wein wie Wasser. Das ist Okay. Und dann gibt es, glaube ich, eine Geschichte. Wurde die nicht mal eingesperrt hier, die Maria Theresia? Ja, da gibt es die berühmte Geschichte, dass sie mal mit ihrem Mann durch die Weingärten gegangen ist und haben dann gekostet ein paar Trauben. Und auf einmal sind dann die ganzen Weingartenhüter angerast gekommen und haben gesagt, was sie da machen. Und das geht ja gar nicht und sie müssen 5 Groschen Strafe zahlen. Und das wollten sie oder konnten sie nicht bezahlen und sind dann festgenommen worden, wenn man das so nennen kann, und in ein Speckkammerl gesperrt worden. Und dann hat sich also doch die Identität einmal herausgestellt, wer sie sind. Und das war natürlich dann diesen Weingartenhütern wahnsinnig unangenehm und peinlich. Und sind dann gleich wahnsinnig beschenkt worden von Maria Theresia. Und sie hat dann auch am nächsten Tag noch ein Weinfest gemacht. Also damit war das Ganze wieder geflickt. Aus der Welt. Ja. Und dann habe ich auch noch irgendwas gelesen in einem ganz schlauen Buch mit den Kuruzen. Kuruzen, ja, das waren diese aufständischen Bauern. Und das war damals eine wirkliche Novität, dass die Weinbauern auch schon mit denen eigentlich fast vertraglich gegen Entgelt sich abgestimmt haben, dass während der Weinlese die Kuruzen nicht in die Weingärten dürfen, weil sonst wäre keine Weinlese möglich gewesen. Und so war das eigentlich eine Innovation damals. Wie eine Überraschung für den Besucher wirkt die moderne Kunst im Gartenbereich. Ganz im Kontrast zum historischen Schloss zeigt sich der neu angelegte Skulpturenpark mit Werken zeitgenössischer Künstler. Skulpturen aus dem musealen Kontext zu lösen, hat in der Kunstgeschichte nach 1945 im Burgenland durchaus Tradition. Es gibt in der Region mehrere solcher Initiativen, der sich Bildhauer aus aller Welt anschließen.
Das Gartenparterre wurde übrigens von Kaiser Karl VI. Im französischen Stil bestellt. Das war eine sehr, sehr aufwendige und teure Angelegenheit. Aber man wollte sich ein bisschen matchen mit Prinz Eugen, der ja auch wunderschöne Gartenanlagen gestalten ließ, also Schloss Hof und das Belvedere in Wien. Und man hat da immer sich ein bisschen in Konkurrenz gesehen. Es war ja gar nicht so leicht, so etwas zu machen. Der barocke Gartenstil, das waren also so ganz gerade geschnittene Hecken, Sichtachsen. Das Ganze sollte aber natürlich auch luftig wirken. Der Garten hier war komplett zerstört, man konnte aber das alles eigentlich sehr gut rekonstruieren. Und heute sind die Parkanlagen, der wunderschöne Garten, nicht nur den Touristen vorbehalten, und da kommen sehr, sehr viele, sondern hier gehen auch sehr gerne, und das ist auch sehr wichtig, die Einheimischen spazieren. Während der weitläufige Schlosspark relativ jung ist und früher einfach eine nutzbare Weidelandschaft war, besteht das Gartenparterre zu reinen Zierzwecken schon lange. Ein Reisender beschrieb es im Jahr 1737. Den 12. Juli auf Halbtorn, wo Ihro Majestät der Kaiser das Gestüt haben mit seinem Lustschloss, vor diesem schönen Gebäu liegt ein ganz neu angelegtes Gärtlein, nicht sehr groß, wohl aber von einem schönen Gusto. Dieser ist mit einer großen Parterre in der Mitte mit teils Gassonzüg, teils mit Laubwerk von Buchsbaum gut schattiert. An allen Abschnitten stehen Vasen, nicht sehr groß und auch weniger Bildhauerarbeit, doch schön. Man hat natürlich etwas länger gebraucht, um von Wien hier herauszukommen. So ungefähr 4 Stunden mit der Kutsche hat es gedauert. Aber alle sind sehr gerne hierher gekommen, denn es hat die besten und wildreichsten Jagden hier gegeben. Dazu beigetragen hat auch das Einverständnis der Bevölkerung hier mit den Jägern. Man hat sich sehr gut verstanden. Und ein ganz modernes Jagdgesetz hat es damals auch schon gegeben. Kaiser Karl VI. Hat bestimmt, dass man erst nach St. Hubertus jagen darf. Was hat das bedeutet? Nach St. Hubertus waren die Felder bereits abgeerntet. Jagd- und Lustschlösser mögen das attraktive Aushängeschild einer Gutsherrschaft sein und ein weithin wiedererkennbares Charakteristikum. Aber die größere Bedeutung hatten stets die Ländereien rund um eine Burg oder ein Schloss. Deren Ertrag garantierte nicht nur den Wohlstand der Herrschaft, sondern auch die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Im 16. und 17. Jahrhundert war die Umgebung hier oft eine Stätte der Verwüstung. Die osmanischen Heere sind durchgezogen und da ist natürlich relativ wenig übrig geblieben. Danach haben sich die Habsburger und Bauern hier angesiedelt, um die Agrarwirtschaft zu entwickeln. Man hat begonnen, Meierhöfe zu bauen, wie diesen bekannten Kleilehof, benannt nach Karl Ritter von Kleile, einem der ersten Güterdirektoren, die hier gewirkt haben. Man hat also ein Haus gebaut und hat die Bevölkerung eingeladen, herzuziehen und das Umland zu bewirtschaften. Das Gut hat den Familien das Wohnhaus und ein Vierteljoch zur Bearbeitung überlassen. Ein System, das sehr, sehr gut funktioniert hat. Es hat sich dann fast ein kleines Dorf entwickelt, in dem es eine Schule, eine Kirche, einen Kramerladen und natürlich ein Gasthaus gegeben hat. Die Höfe wurden nach einem heute noch erkennbaren Kolonialschema errichtet. Der Grundherr beschützte seine Bauern und stand ihnen gegen Feinde und bei Katastrophen zur Seite. Und letzteres hat es hier oft genug gegeben. Schlechte Ernten, Seuchen unter den Tieren, Überschwemmungen und immer wieder fatale Feuer. Mangels Elektrizität waren Kerzen zur Beleuchtung notwendig und deshalb waren Unfälle mit Feuer fast an der Tagesordnung. Wegen der permanenten Brandgefahr wurden die Häuser nicht zu nahe aneinander gebaut. Man war im Idealfall in guter Gemeinschaft mit den Lehensbauern. Ein Bauernanwesen umfasste damals 38 Joch Ackerland und 3 Tagwerk Wiesengrund. Als Joch galt die Fläche, die von einem Ochsengespann an einem Tag gepflügt werden konnte. Kleinbauern, die man auch Söllner nannte, hatten nur 8 Joch Ackerland und 1,5 Tagwerk Wiesenfläche. Eine dritte Gruppe waren die Kleinhäusler. Sie mussten sich mit 4 Joch Ackerland zufrieden geben.
Es kommt nicht allzu oft vor, dass eine ganze Gemeinde eine gemeinsame bauliche Prägung hat. Halbturn ist da etwas ganz Besonderes. Hier existieren unzählige Tschardaken, die Sie hier neben mir sehen, diese schönen Holzgebilde, die man früher zur Trocknung von Mais, wir sagen lieber Kukuruz, verwendet hat. Heuer verwendet man sie also ganz vielseitig. Was sich aber halten hat, und das finde ich etwas Sympathisches und Positives, im Stadtwappen der Halbturner sieht man diese schönen Tschardaken. War der Mais verfüttert und die Tschardake leer, kam das Brennholz für den Winter hinein. War der Winter vorbei und das Brennholz verheizt, machten sich die Kinder Sommerhäuschen zum Spielen aus den Tschardaken, bis zur nächsten Maisernte. Heute werden diese Dörrspeicher für keinen dieser Zwecke mehr benötigt. Daher wurden sie vielerorts abgetragen. Nicht so in Halbturn. Die Ortschaft hatte sich zum Ziel gemacht, die letzten dieser Häuser zu erhalten. Einmal jährlich feiert der ganze Ort ein großes Tschardakenfest, das auch Gäste aus dem Umland anlockt. Im Ort befindet sich auch die Pfarrkirche von Halbturn. Und auch hier gibt es eine Verbindung zu den streng katholischen und tiefgläubigen Habsburgern. Kaiser Karl VI. Hat im Jahr 1713 schreckliche Dinge in Österreich gesehen. Warum? Die Pest hat gewütet und man musste natürlich auch die Bevölkerung wieder positiv stimmen. Man hat also hier neben dem Barockschloss eine wunderschöne, positive, große, helle Barockkirche gebaut. Der berühmteste Architekt der Habsburger war dafür verantwortlich, Johann Bernhard Fischer von Erlach. Diese Kirche hat ein sogenanntes Patronatsrecht. Das heißt, der Grundherr musste für die Kirche und den Pfarrhof bezahlen, durfte dafür aber im Herrschaftsoratorium Platz nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein wahnsinnig gutes Geschäft war. Das Herrschaftsoratorium bezeichnet einen eigenen Bereich für die herrschaftliche Familie. Zum Beispiel in Form einer Loge, in der man etwas abgetrennt vom Volk, aber doch mittendrin der Messe beiwohnt. Kaiser Karl VI., Maria Theresias Vater, hat sich aber nicht nur diesen Stammplatz einrichten lassen, sondern 1725 der vormals eher bescheidenen Kirche auch ein Querschiff, einen Chorraum, eine Apsis, eine Sakristei und eine Kuppel finanziert. Hochaltar und Kanzel kamen vom Hofarchitekten Kaiser Franz Stephans, Maria Theresias Gatten. Unter der Patronanz von Erzherzog Friedrich wurden 1903 unter anderem die Seitenaltäre errichtet, ein weiterer Zugang geschaffen und zahlreiche Elemente großzügig vergoldet. Vergoldet wird inzwischen mit anderen Methoden, wie zum Beispiel mit geschicktem Marketing. Und längst sind es in vielen Herrensitzen nicht mehr die Eigentümer, denen das prächtige Ambiente exklusiv zur Verfügung steht. Kaum ein Schloss lässt sich ohne touristische Bewirtschaftung erhalten. Was trotz allem gleich geblieben ist, das ist die enge Verbundenheit der Herrschaft mit den Leuten aus der Region. Ein stetes Geben und Nehmen zum Nutzen aller Beteiligter, um Schätze wie Schloss Halbturn zu bewahren.